Servus und herzlich willkommen in meinem Hobbykeller. Heute möchte ich einen Wunsch aus euren Kommentaren aufgreifen, der immer wieder geäußert wurde, euch doch einmal eine Führung durch meinen Hobbykeller zu geben und die Anlage als Ganzes zu zeigen. Und anlässlich von 3000 Abonnenten, die mein Kanal mittlerweile erreicht hat, möchte ich diesen Wunsch aufgreifen. Vielen Dank zunächst einmal für das rege Interesse, das ihr meinen Videos entgegenbringt. Das hätte ich nie gedacht, dass ich vor einem Jahr angefangen habe, jeden Sonntag einen Clip hochzuladen, dass ihr so treu zuschaut und so rege an meinem Anlagenfortschritt teilhaben möchtet. Und deshalb zeige ich einfach mal den aktuellen Stand als Ganzes. Meine Modellbahnanlage befindet sich in einem 8x4 Meter großen Hobbykeller. Dieser ist isoliert und hat eine Heizung, so dass es im Winter angenehm warm ist, im Sommer schön kühl, sodass man sich sehr gerne hier unten aufhält. Die Steuerzentrale meiner Modellbahnanlage befindet sich aktuell noch auf Kisten als Provisorium. Später soll sie einmal etwa hier an der Anlagenkante installiert werden, dass sie besser im Stehen zu bedienen ist. Aktuell ein Provisorium. Die Steuerzentrale besteht aus einer CS3 Plus von Märklin, einem PC, auf dem WinDigipit als Steuerungssoftware läuft, und diversen Handreglern und sonstigen Werkzeugen, die man hier sieht. Dazu noch einen Rollenprüfstand, den ich verwende, um neue Lokomotiven zu programmieren, zu testen, zu reparieren. Genau. Generell muss man sagen, dass die Anlage aktuell etwa 1/4 der Fläche einnimmt, die sie in vielen Jahren einmal einnehmen soll. Das heißt, aktuell baue ich den ersten von 4 Bauabschnitten, so meine Planung. Man sieht hier, wo die Hintergrundkulisse endet und auch das Trassenbrett übergeht. An dieser Stelle rechts diese Wände und Kehren mit Abstellmöglichkeiten, die sollen in vielen Jahren einmal verschwinden. Wenn ich hier weiterbauen möchte nach rechts, dann soll die Anlage nach rechts weitergebaut und fortgesetzt werden. Aktuell, wie gesagt, circa 1/4. Die Anlage, so wie sie steht, in L-Form ist 5,60 Meter etwa lang und 4 Meter breit als L. Die untere Schattenbahnhofsebene ist 80 Zentimeter über dem Fußboden. So kann man noch schön Kisten mit viel zu viel Material, was man hat, unten drunter stapeln. Und wenn man die Kisten rausräumt, kommt man gut noch unter die Anlage, um von unten so notwendig Wartungsarbeiten vorzunehmen. Die untere Schattenbahnhofsebene hat 8 Abstellgleise, ein Durchfahrtsgleis, ein Richtungsgleis der Gegenfahrbahn. Auf den 8 Abstellgleisen können insgesamt 15 Züge abgestellt werden, zwischen 1 Meter und rund 4,50 Meter. Hier zum Beispiel dieser Kesselwagenganzzug, der ist über 4 Meter lang und hat immer noch vorne und hinten etwas Platz. Ansonsten viele andere Zuggarnituren hier unten abgestellt, mit denen ich gerade teste, die ich für verschiedene Videodrehs verwende. Nach der Ausfahrt aus dem unteren Schattenbahnhof kommt eine Kehre, in der die Fahrtrichtung des Zuges gewendet wird. Nach der Kehre sieht man hier einen Anschluss für Trainsafe-Vitrinen. Hier können ganze Zuggarnituren ausgetauscht werden über Trainsafe-Vitrinen. Dann sieht man hier noch eine Radreinigungsanlage für Radreifen und auch noch 2 Lichtschranken, um die Geschwindigkeit von Zügen zu messen. Nach der Ausfahrt aus dem Schattenbahnhof und nachdem man in Gegenrichtung am Schattenbahnhof vorbeigefahren ist mit dem Zug, kommt man in eine zweigleisige Wende, die auch über 2 Wendeumdrehungen die mittlere Schattenbahnhofsebene erreicht. In der mittleren Schattenbahnhofsebene gibt es eine Wendeschleife, so dass man nicht ganz nach unten fahren muss, sondern auf der Ebene bleiben kann, so man möchte, in der mittleren Ebene. Ansonsten ist die mittlere Schattenbahnhofsebene eine Kopie
der unteren, das heißt auch 10 Gleise, 8 Abstellgleise, ein Umfahrungsgleis und für die Gegenrichtung ein Gleis. Und hier habe ich einige Zugarnituren abgestellt für Besuch, dass ich auch mal ein bisschen Fahrbetrieb machen kann. Und da starte ich einfach einmal die Automatik, so dass automatisch Zugbetrieb läuft, während ich weiter erzählen kann. So, hier sieht man jetzt, hier fährt aktuell ein Nahgüterzug aus an der Baureihe 58 mit einem Nahgüterzug, der aus der mittleren Schattenbahnhofsebene ausfährt. Nach der Ausfahrt aus dem Schattenbahnhof kommt er direkt in eine Wende und über die Wende wieder in 2 Windungen wird ein Höhenunterschied von etwa 18 cm überwunden. Und der Zug erreicht dann zum ersten Mal die sichtbaren Ebenen. Automatisch wird der Ton eingeschaltet und der Zug ist jetzt auf der Paradestrecke. Entgegen kommt ein Triebwagenzug, die VT 11.5. Das war jetzt der Triebwagen, der in den Tunnel eingefahren ist. Und unser Nahgüterzug erreicht jetzt die obere Kehre. Das ist, um den Betrieb auf der Paradestrecke etwas umfangreicher oder auch abwechslungsreicher zu gestalten, können hier insgesamt 6 Züge abgestellt werden mit bis zu 2 Meter oder halt entsprechend 4,50 Meter lange Züge, aber dann nur einer pro Gleis. Das wären dann insgesamt 3. Genau. So. Und während der Zugbetrieb weiter läuft, mache ich jetzt ganz schnell, wenn hier ein elektrischer Triebzug kommt und der Rübezahl, auch ein elektrischer Triebzug, ihm begegnet, mache ich jetzt gleich wieder den Sound der Lokomotiven aus, dass ihr mich besser versteht. So, mit einem Knopfdruck sind die Züge leise. Genau, ich hatte schon erwähnt, zukünftig soll es nach rechts weitergehen. Die Paradestrecke aktuell nur 4 bis 5 Meter lang, soll aber dann weiterführen, quasi hinten an der Wand lang, hier in diesem Bereich an einem Dampflokbetriebswerk, einem großen vorbei, die Wand entlang, 8 Meter, etwa hier hinten, wo jetzt noch ein Schrank steht und viel Gedöns von meinen Kindern. Hier wird ein großer Bahnhof sein, in dem dann die Paradestrecke nach ca. 20 Meter verschwinden soll. Soweit zur Hauptbahn und Paradestrecke. Wie man sieht, hat meine Anlage eine Hintergrundkulisse, die ist selbst fotografiert. Das sind Motive hier aus Niederbayern, meiner Wahlheimat, dann in Photoshop zusammengestückelt und auf einer Hartfaserplatte ausdrucken lassen. Dazu sieht man hier, hat die Anlage eine Beleuchtung, die ebenfalls einen Tag- und Nacht-Simulationszyklus durchlaufen kann. Aber dann habe ich es ausgeschaltet, weil zum Filmen ist eigentlich die Nacht nicht so schön geeignet. Und um nicht geblendet zu werden und um sowas wie ein bisschen eine Schaukasten-Atmosphäre zu
erzeugen, habe ich noch eine umlaufend eine Sichtblende angebracht, direkt über der geplanten Anlagenabschlusskante. Aktuell bereits fertiggestellt sind zwei kleine Landschaftsteile. Das eine ist eben hier das Dorf, wo man sieht, dass hier schon ein bisschen was fertig ist. Wer meine Videos kennt, hier ist dann auch ein Fahrradfahrer und ein Traktor, die ihre Runden ziehen können. Wenn ich euch die andere Seite zeige, schalte ich schon mal den mobilen Handregler ein, dann kann ich die gleich starten. Auf der anderen Seite die große Brauerei, das erste Segment, das ich fertiggestellt hatte von meiner Anlage, auch um zu testen. Bisher hatte ich lediglich Märklin C-Gleise verbaut auf all meinen Anlagen. Diese Anlage ist im Untergrund mit Märklin K-Gleis. In den sichtbaren Bereichen baue ich die Anlage mit Weinert, mein Gleis. Allerdings mit Schwellen von Tillich, weil sonst Märklin-Material nicht fahren könnte. Und von Weichenwalter geätzte Punktkontakte. Das sieht man jetzt hier zum Beispiel auf der Paradestrecke, hier als Betonschwellengleis mit Mittelkontakten. Und dann geht es hier über in den noch nicht renovierten, noch nicht neu verlegten Gleisaufbau mit Holzschwellengleisen. So. Dann hatte ich versprochen, ich zeige noch den Fahrradfahrer und den Traktor von Magnorel. So, hier haben wir den Traktor. Und der Fahrradfahrer hält für ein kleines Schwätzchen bei dem älteren Herrn mit Hund. Und sobald der Traktor einmal im Kreis gefahren ist, wird automatisch der Fahrradfahrer wieder losgeschickt. Man sieht, ich bin schon länger nicht mehr gefahren. Jetzt tritt er wieder. Müsste ich möglicherweise auch mal etwas entstauben. Staub, einer der größten Feinde eines Modellwarners. So, das ist jetzt der fertiggestellte Teil. Was man hier noch sieht, wird später einmal der Bahnhof der Nebenbahn sein oder einer der Bahnhöfe der Nebenbahn. Während aktuell noch nicht viel von der Nebenbahn zu sehen ist, soll die Nebenbahn zukünftig ein Schwerpunkt der Anlage sein. Aktuell von der Nebenbahn lediglich eine Kehrschleife mit ebenfalls 3 Gleisen und 6 Abstellmöglichkeiten für Züge, um etwas Betrieb machen zu können. Soll wie gesagt später verschwinden. So, jetzt habe ich vor lauter Drücken die junge Dame angeworfen, die hier schaukelt. Machen wir wieder aus. Und ich lege jetzt mal den Handregler weg. So, hier die Schleife, die später verschwindet, weil später soll die Strecke weiterführen. Ich zeige gleich, wie es weitergehen soll. Dann geht die Strecke in eine Ausweiche, um den Betrieb auf der eingleisigen Strecke zu verdichten und interessanter zu gestalten, dass nicht nur alle 5 bis 10 Minuten ein Zug fahren kann, sondern dass ich in ca. 1 Minuten Takt die Züge auch im Bahnhof begegnen kann. Weil nach der Ausfahrt aus der Ausweiche fahren sie nach wie vor unterirdisch die Züge zukünftig um die Brauerei herum, tauchen dann aus
aus dem Tunnel in dem sichtbaren Bereich auf. Hier dann noch ein Bahnübergang, über den Wiesmann Carmotion Fahrzeuge zukünftig dann herüberfahren können sollen. Und dann kommen wir in einen großzügigen Bahnhof, zwar nur 2 Gleisen, aber die Bahnhofsgleise relativ lang für einen Nebenbahnbahnhof. Eine Kopfseitenrampe kombiniert und dann eben hier der Bahnhof, in dem auch dann später die große Brauerei als Privatanschluss einmündet. Vom Bahnhof aus in diese Richtung, wo wir jetzt sehen, soll die Strecke erstmal weitergeführt werden und dann hier oben in der ersten Bauphase als letzten Streckenabschnitt noch ebenfalls einen offenen Abstellbahnhof und Abstellbereich bekommen, in dem auch ca. 15 kurze Zuggarnituren abgestellt werden können für die Nebenbahn. Zukünftig, später einmal, wie gesagt, soll das Ganze dann zurückgebaut werden und die Nebenbahn wird über eine Zunge, ich plane eine Zungenanlage, hier in der Mitte des Raums bis circa an den Stuhl heran in einem Bogen verlaufen, wieder zurückgehen und dann hinten parallel zur zweigleisigen Paradestrecke verlaufen und in den großen Bahnhof einmünden. Das heißt, oder andersrum von dem Bahnhof gesehen wird die Strecke über ca. 20-25 Meter eine Strecke hier im Bogen machen und dann später einmal in den Bahnhof Veltheim einmünden. Auf der anderen Seite vom Bahnhof Veltheim ausgehend hatten wir es schon gesehen, im Tunnel verschwindend, dann um die Brauerei herum in die Ausweiche. In andere Richtung hatte ich jetzt nicht erwähnt, aber es sind auch 2 Ausweichen, um ebenfalls die kurzen Zugtaktungen, die zwar nicht für den Nebenbahn typisch sind, aber für einen Modellbahnbetrieb einfach vorteilhaft sind die auch eingebaut, damit es einfach schneller läuft. So, also hier wird es dann eben zurückgebaut und die Nebenbahn wird nicht in dieser Kehre verschwinden, sondern ebenfalls unter dann diesem Bereich mit dem Dampflok-BW und den offenliegenden Paradestrecken laufen, hier hinten im Eck dann in einer Kehre zurückgeführt, wieder zurückkommen und dann eben auf der besagten und angesprochenen Mittelzunge in einem Endbahnhof, einem Nebenbahn-Endbahnhof mündend. So, das ist also aktuell mein aktueller Baustand und schon angesprochen meine größenwahnsinnigen Planungen, so Gott will und wenn ich wirklich so alt werde, in circa 20, 25, vielleicht auch 30 Jahren, wäre ich dann tatsächlich mit meiner Anlage fertig. Aber ihr seht schon, mein Ziel ist tatsächlich eigentlich nicht schnell fertig zu werden, sondern ich habe Freude am Bauen, am Austüfteln, am auch einfach etwas fahren und Züge an mir vorbei defilieren lassen, aber das ist noch gar nicht der Schwerpunkt, sondern tatsächlich Schwerpunkt ganz stark auf dem Bauen und sich an dem erfreuen, was entsteht, was gut ist, sich ärgern über das, was nicht gut ist und hoffentlich verbessern. Genau, das sind meine Schwerpunkte. Ansonsten nochmal vielen, vielen Dank für euer reges Interesse, für alle, die bis hier auch durchgehalten haben bei diesem Video. Vielen Dank für alle, die meinen Kanal abonniert haben und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einfach weiter die Stange haltet und weiter einfach mich begleitet, wie meine Modellbahnanlage oder der Bau meiner Modellbahnanlage weiter voranschreitet. Danke euch. Ciao, euer Jörg alias 1 zu 87 Enthusiast.